So, hallo, weiter geht's mit einer Folge pro Kapitän. Und ja, die Tour zu Ende. Platz 2 mit Emil Herzog. Gut, man muss jetzt mal sagen, die letzte Bergetappe war irgendwie verbuggt, keine Ahnung. Gab es scheinbar irgendwie ungewollten Nicht-Angriffspakt. Dadurch halt noch Zweiter geworden, normalerweise aber Dritter. Insofern trotzdem super Ergebnis und grünes Trikot gewonnen. Das war auch nochmal ein super Ding. Ja, jetzt kann man sagen, wenn man mal hier schaut, Einzelwertung vorne, zweiter Platz in der Teamwertung, läuft richtig gut. So, hier haben wir auch nochmal einige Punkte geholt, 4 Punkte wieder. Berg sind wir jetzt auch schon bei 78, auch richtig gut dabei. Dann geht es jetzt halt tatsächlich nur noch mit Bergetappen gewinnen und führen sie am Gipfel eines Anstiegs der Kategorie 2 haben wir noch was offen. Ja, ansonsten geht es jetzt weiter mit der Euro Tour mit Van Poppel und Sheffield. Da als Experten, sage ich mal, oder welche, die gut im Form sind und der Rest, ja, müssen wir halt schauen. Open Tour nochmal mit Betjol und Zimmermann. Giro di Como, das Herzog dann leider auch nicht mehr so gut drauf, glaube ich. Das wird dann schon eher schwierig. Ja, Rennen starten. Spielen. Nein, sieht gut aus. Hi guys, welcome to the briefing for this first stage. So. Today's route is hilly and a leg breaker. Perfect for attacking, which should... Dann schauen wir mal, was wir hier so ein bisschen erreichen können jetzt auf den ersten Etappen der Euro Tour. Open Tour und dann ist die Saison schon wieder fast um. Und dann geht's halt los. Dann wird ein schlagkräftiges Team aufgebaut für die Tour nächstes Jahr um Emil Herzog drumherum. Aber ich fahre jetzt mit Sheffield. Ja, Herzog. Apropos Emil Herzog. Da gab es ja auch eine News. Er wechselt jetzt dann zu Bora Hansgrohe, ins Profilager schon. Und das mit 18, 19 dann vielleicht nächstes Jahr. Das wird schon nicht so ohne, glaube ich. So. Süderlin, Sheffield ist mein Kapitän. Ja, da bin ich ja gespannt, dann wenn er in der Profimannschaft ist. Ich meine, er wird wahrscheinlich noch nicht ganz großen Rändern mitfahren, aber so langsam rangeführt. Das wird dann schon interessant. Mal gucken. So, dann warten wir mal hier erstmal ein bisschen ab. Und lassen wir hier erstmal ein bisschen durchfahren. Ja, wenn es überlegt, ich werde dann jetzt nochmal wieder eine neue Tour beginnen. Noch einmal eine Tour fahren. Ich glaube, mit Ineos wollte ich fahren. Jetzt war hier ein größerer Sturz. Aber auch nichts passiert. Und nach der Tour werde ich dann eine Spanien-Rundfahrt erstellen und dann mal gucken, mit wem ich da als Kapitän fahre. Bin ich jetzt noch komplett unschlüssig. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Only 5 kilometers before the next summit for those at the head of the race. There will be 2 points and 1 point for the first 2 to the top. 6 Minuten vorne, ey, die Ausreise. Bin ich ja gespannt, ob wir die noch einholen. Was sind noch 100 Kilometer, ich glaube schon. Die Verpflegungsstelle ist auch ziemlich spät, erst nach dem Kategorie 2 Anstieg. Das ist auch sehr interessant. The next 2 climbs are fairly similar. Classified as 4th category, they are short and steep. Taking points will require an explosive ride. The riders follow that immediately with a new 4th category classified climb. 1 point for the first to the top. No let up. The intermediate sprint is looming for those at the front. Are there any sprinters left to take the points?
So, jetzt wird das Tempo langsam ein bisschen heftiger. Können wir mal schnell jeden hier verpflegen. The lead riders are entering the final 50 kilometers. Everything will be played out there, and it's the freshest amongst them who will gain the upper hand. A final triptych for the riders. 3 small climbs where the best will have a go on the offensive if they want to win the stage. So, 2 Minuten nur noch, die werden wir schon wieder einholen. The last climb is in sight. Will someone manage to land a killer blow? Greift hier jemand an? Nein. 30 seconds lead for the... Jetzt ist Van Poppel gestürzt. Eieiei. We'll have to keep something in reserve if we want to get away in the final kilometers. Könnte eigentlich wieder mit Herzog fahren, der ist eigentlich mit Abstand der Beste. Okay, okay. Super feed. So, 6 Kilometer. Von Art 60 Fahrer, die Gruppe nur. Here's the steep path. If a rider manages to make it to the top on his own, he should win. Afterwards, it's downhill to the finish. He's turning the screw. Attack. No need to ask questions. Jetzt kommt Pogacar. Eigentlich wollte ich ja mit, naja. Nicht mit Herzog fahren, sondern mit... A lone rider goes over the top of the steep little climb, but his pursuers have got him in their sights. It's not over yet. You have 30 seconds on the peloton. Jetzt hatte ich es ein bisschen... Problem ist das... Ich bin zu früh los, ich bin zu früh los, ich bin zu früh los. Das war ein Millimeter. Das war ein Millimeter. Aber es hat gereicht. Puh. Millimeter-Sieg. Eieiei. Well done, lads. Congratulations to you. We were amongst the outsiders, but you managed to beat the favorites. Well done for Ja, es geht mit Herzog genau super weiter, ne? Also... Was will man mehr? Let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. Ja, da haben wir nochmal eine Flachetappe. Da sprinte ich jetzt dann vielleicht wirklich mal mit Van Poppel.
Weil ist er wieder gestürzt, da kann er auch wieder gleich mit Herzog selbst sprinten, ey. Guys, the scenario is fairly obvious. The three hills are too far from the finish for there to be any chance of upsetting the sprinters' teams. It will surely come down to a sprint finish. Have a good stage. Ja, hier wird jetzt höchstwahrscheinlich überhaupt nichts passieren. Ah, jetzt wollte ich nochmal was auch zum nicht zum Straßenrennen sagen, sondern zum Zeitfahren bei den Männern, wo er Remburger Evenepoel gewonnen hat. Da wollte ich auch noch mal kurz was sagen. Also Josh Tarling mit 19 Jahren, also das ist schon ein extrem starkes Rennen gefahren. Also, boah, also das wird, glaube ich, der nächste Zeitfahrer schlechthin. So à la Filippo Ganna. Ich meine, der ist immer noch extrem stark. Ja, also der wird, ich bin dann mal gespannt, wie gut er dann in den Bergen noch ist. Weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube noch nicht so. Mal schauen. Aber Tarling, wow. Und ansonsten die anderen, also Evenepoel wieder extrem stark. Ich bin ja wirklich schon auf die Spanien-Rundfahrt gespannt. Gegen Roglic, boah, das wird schon... Also ich glaube, Jumbo Visma wird dort versuchen, komplett gegen Roglic natürlich zu fahren. Gegen Roglic. Für Roglic gegen Evenepoel und dann mit Vingegaard dabei. Boah, das wird schon heftig. Also das wird schon für Evenepoel zumindest auf jeden Fall nicht einfach. Ja, und bei Pogačar hat man jetzt auch gemerkt, da war die Luft jetzt komplett raus, also die Kraft auch weg. Keine Energie mehr. Mal schauen, wie es dann nächstes Jahr bei ihm aussieht. So. Wind. Last time checked with a breakaway, 1 minute. Only 20 kilometers to go and the breakaway has still not been caught by the peloton. The breakaway will have trouble going all the way to the finish, I reckon. No one can afford the slightest hesitation. So, schnell mal verpflegen. Another 5 kilometers. The sprinters' teams are putting the peloton along at very high speed. Only 3 kilometers left for the peloton. Everything will come down to the sprint. So, ja, ich versuch's mit Herzog. Er wird den Sprint nicht gewinnen, aber schon vielleicht Top 10. Last kilometer for the peloton. The sprinters are in the front line. They will soon be burning rubber. Boah, aber trotzdem gut dabei gewesen, muss ich sagen.
So, Today's result is Jakobsen most gewinnt. unsatisfactory. Wechselt ja zu Things have gone our way. I DSM-förmlich. reckon that we could have got into the top Und five. 8. Platz We ist gut. retain the yellow jersey. It's a perfect day. Kann ich mich nicht drüber beschweren. Dann geht's mal weiter. Nächste Hi Etappe. guys. Start the briefing for this stage. Today it's a stage with cobbled sectors. It could get edgy. Positioning on the approach to the sectors is of vital importance. Cobblestones will make the race unpredictable. Das wird jetzt schwierig mit den Kopfsteinpflaster. Das ist jetzt nicht für Herzog. Da muss ich jetzt gucken, ob ich irgendwie mit Glück dabei bleiben kann. Sheffield wäre eigentlich derjenige. Hello and welcome to all. An atypical exercise and one that is often little mastered by the pure climbers, cobblestone sectors are always a moment that strikes particular fear into the hearts of the riders. Bettiol ist glaube ich auch nicht so schlecht. Ne? I'm coming to 1.5 minutes for the breakaway. It might just work. Gucken wir mal, ob ich Herzog jetzt irgendwie da übers Kopfsteinpflaster gehievt bekomme, ohne größere Verluste einzufahren, aber schauen wir mal. Große Gruppe weggefahren. Van der Horn. Oh. The peloton is riding hard. Stay well placed. The breakaway is losing ground. The head of the race is 3 kilometers from the intermediate sprint. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. A few more kilometers and the front of the race will be entering the first cobbled sector. Here we go. We're on to the first of today's 11 sectors from Villers-Utert to Fressa. 1,400 meters of cobblestones to start with. Keep your eyes open from now on, guys. The sectors will come pretty much one after the other now, and there won't be any long breathing spaces. Grit your teeth. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out. Jetzt wird es dann langsam, glaube ich, kritisch. Die langen. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. Noch sieht so. Jetzt kommt dann auch bald die roten Bereiche. After they leave the next sector, Zwommann sieht schon richtig schlecht aus. Kemner. riders at the front can enjoy the longest passage of tarmac. 6 kilometers without jolts. Ja, und dann kommen jetzt gleich die schweren Stücke. Jetzt muss ich irgendwie durchkommen. The lead group is entering the longest sector of the stage. 2,800 meters of cobblestones, which carry a 4-star label. Watch out. You're not going to be able to attack for much longer. Puh. Fuck. Okay, I'll consume a feed. Now it's the Varlin to Brillion sector that lies before the head of the race. When they exit it, they only have 800 meters before hitting the next sector. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. And the riders are onto a new sector of more than 2 kilometers, from Tiroir to Sarre-et-Rosière. There's exactly 2,400 meters of 4-star cobblestones that await the riders. Ja, jetzt wird's schwierig.
decided to get his guys to put their foot down. Ah, da komm schon. Schwierig, jetzt hier nochmal vorzukommen. Mal sehen. Okay, I'll wait for you. There's a little over 15 kilometers left. And still 2 more sectors to be crossed for the man in the front. Last time checked with the breakaway. Wieder drin. 1 minute. And here's the final sector. From Bousigny to Millonfosse. 1,400 meters, ranked as 3 stars. Puh, 1,30. Watch out. You're not going to be able to keep up this pace for very long. You risk a blow-up. Muss schon nachlassen hier. Ja, da muss er alleine fahren. Bringt jetzt nichts. He's trying to set up on a counter-attack. So, dann versuchen wir mal mit Sheffield ein bisschen was. The final chance to try for a solo finish. When they leave the sector, there'll be 5 kilometers to the finishing line. The men in front have finished with the cobblestones. Less than 5 kilometers left for them. Ah, die Gruppe kommt wahrscheinlich durch, oder? He's being left behind. It's good news for the overall standing. Ja komm, macht auch mal Tempo. Also ich mache hier nicht alleine. Das fällt halt schon wieder von hinten. Ja, jetzt ist die Gruppe leider schon wieder angekommen. Last kilometer. If you continue at this rate, you'll explode. So, Herzog verliert jetzt natürlich Zeit, aber ja, was soll's. War leider ein bisschen vorhersehbar, dass er auf dem Kopfsteinpflaster ein bisschen Zeit verliert. Mal gucken, ob wir da nächstes Jahr ein bisschen was in der nächsten Saison was verbessern können bei ihm. This stage, he's among he will he's a We had no real ambitions for the classification of this stage. The least that can be said is you didn't prove me wrong. We lost the yellow jersey. Ja, wie sieht's aus? Van der Horn ist jetzt vorm Taco Van der Horn. 10. Magnus Sheffield, Betjol. Herzog natürlich jetzt noch 47. Aber ja, ist halt so. Mal gucken, was wir hier noch schaffen.
mit Sheffield in den nächsten Etappen. Gucken wir mal. Gut, ja, das war's jetzt erstmal mit einer Folge und dann, ja, geht's bald mit der nächsten Folge weiter und dann mit dem Abschluss der Euro Tour. Bis dann, tschüss.